Hallo zusammen. Ein Teil der Fragen zur Amateurfunkprüfung Klasse E fehlt uns noch. Am Ende werde ich noch ein paar Bemerkungen dazu machen, legen wir aber erstmal los. Stehen geblieben waren wir bei digitalen Übertragungsverfahren. Die nächsten Fragen beziehen sich auch nochmal darauf. Kann das Internetprotokoll im Amateurfunk verwendet werden? A. Ja, die Codierung des Amateurfunkrufzeichens erfolgt in der Subnetzmaske. B. Ja, es ist nicht auf das Internet beschränkt. C. Nein, die benötigte Bandbreite steht im Amateurfunk nicht zur Verfügung. Oder D. Nein, Internetnutzern würde so Zugang zum Amateurfunkband ermöglicht. Ich glaube, dazu ist eine kleine Erklärung nötig. Die Frage bezieht sich auf das sogenannte HAMNet, High-Speed Amateur Radio Multimedia Network. Das ist praktisch das Intranet der Amateurfunker. Es ist ein Datennetz, das hauptsächlich über Richtfunkstrecken funktioniert. Wie im Internet muss keine direkte Verbindung zwischen Sender und Empfänger bestehen. Über Zwischenstationen werden Datenpakete weitergegeben. Die Geräte im Netz sind über ihre IP-Adresse identifizierbar. Vorgänger war das Packet Radio, welches Anfang der 1980er Jahre entwickelt wurde und damit weit vor dem Internet da war. Der Unterschied ist, dass das Packet Radio noch nicht mit dem Internetprotokoll arbeitete, wesentlich langsamer ist und auf UKW-Frequenzen läuft, während das HAMNet WLAN-basierende Technik verwenden kann, weil sich das 13 cm Amateurfunkband teilweise mit den WLAN-Frequenzen überlappt. Um Zugang zu bekommen, benötigt man zwingend eine Amateurfunklizenz. Damit sind wir wieder bei den Fragen. Antwort D ist falsch, denn man bekommt nicht einfach einen Zugang über das Internet. Die Bandbreite reicht durchaus aus. Aber in der IP-Adresse ist nicht das Amateurfunkrufzeichen kodiert. Richtig ist deshalb Antwort B. Wie können Informationen innerhalb eines paketvermittelten Netzes zwischen zwei Stationen ausgetauscht werden, die sich nicht direkt erreichen können? Die Frage haben wir eigentlich schon beantwortet. Die Datenpakete werden über Zwischenstationen weitergeleitet. Was ergibt sich aus der eingestellten IP-Adresse und Subnetzmaske einer Kommunikationsschnittstelle beim Internetprotokoll? A. Die Protokoll- und Portnummer des über die Schnittstelle verwendeten Protokolls. B. Standard-Gateway und die maximale Anzahl der Zwischenstationen. C. Der direkt über die Schnittstelle erreichbare Adressbereich. Oder D. Die Gegenstelle und die durch das Teilnetz verwendete Bandbreite. Das gesamte Netz besteht ja aus vielen Einzelnetzen. Über die Subnetzmaske wird festgelegt, welcher Teil der IP-Adresse die eigentliche Netzwerkadresse ist und welcher Teil ein einzelnes Gerät innerhalb des Netzwerkes identifiziert. Geräte innerhalb eines Netzwerkes können direkt miteinander kommunizieren. Verbindungen außerhalb des Netzwerkes werden über Router hergestellt. Richtig ist also Antwort C. Welches der folgenden Diagramme zeigt einen erkennbar durch Amplitudenumtastung, Amplitude Shift Keying, modulierten Träger? Wir sind also jetzt wieder bei Modulationsverfahren und die lassen sich meist schon aus dem Namen herleiten. Amplitudenumtastung bedeutet, die Amplitude ändert sich zwischen zwei Werten. Und das ist eindeutig Bild A. Im gleichen Rhythmus kann man auch die Frequenzen umtasten. Hier zu sehen in Bild B. A ist die Amplitudenumtastung, C ist ein unmodulierter Träger und in Abbildung D springt die Phasenlage der Schwingung. Was ist Audio Frequency Shift Keying, kurz AFSK? Das hatte ich, glaube ich, auch schon erklärt. A. Ein durch Frequenzumtastung erzeugtes NF-Signal, mit dem ein Hochfrequenzträger moduliert werden kann. B. Eine Kombination aus digitaler Amplituden- und Frequenzmodulation, um zwei Informationen gleichzeitig zu übertragen. C. Ein unmodulierter Hochfrequenzträger, bei dem die Frequenzabweichung im hörbaren Bereich liegt. Eine Frequenzabweichung ist ja schon eine Modulation. Oder D.
ein hochfrequentes PSK-Signal, das mittels automatischer Umtastung auf zwei NF-Träger übertragen wird, um Bandbreite zu sparen. Richtig ist A. Für die 0 und die 1 im digitalen Signal werden zwei verschiedene Töne übermittelt. Welche Einheit wird üblicherweise für die Datenübertragungsrate verwendet? Hertz, Baud, Dezibel oder Bit pro Sekunde? Die Datenübertragungsrate ist die digitale Datenmenge, die innerhalb einer Zeitspanne übertragen wird und wird deshalb in Bit pro Sekunde angegeben. Welcher Unterschied besteht zwischen der Bandbreite und der Datenübertragungsrate? Datenübertragungsrate haben wir gerade erklärt. Die Bandbreite geben wir in Hertz an. Auch die Frage hatten wir schon irgendwann. Es ist der genutzte bzw. erforderliche Frequenzbereich. Deshalb stimmt hier Antwort B. Die nächsten drei Fragen beschäftigen sich damit, wie mehrere Nutzer parallel die gleichen Kommunikationswege nutzen können. Typisches Beispiel sind die Mobilfunknetze. Wie werden bei Frequenzmultiplexverfahren mehrere Signale gleichzeitig übertragen? In schnellem zeitlichen Wechsel auf derselben Frequenz, zeitgleich mit Spreizkodierung im selben Frequenzbereich, zeitgleich auf unterschiedlichen Frequenzen oder zeitgleich auf unterschiedlichen Wegen. Der Name deutet es schon an, ein Frequenzband wird in verschiedene Frequenzkanäle aufgeteilt, die dann gleichzeitig genutzt werden können. Richtig ist also Antwort C. Das ist technisch leicht umsetzbar, aber ineffektiv, weil Kanäle auch belegt sind, wenn sie gerade nicht genutzt werden. Wie werden bei Zeitmultiplexverfahren mehrere Signale gleichzeitig übertragen? Hier werden die Informationen auf dem gleichen Kanal zeitlich gestaffelt. Es erfordert schon einigen Aufwand, die Geräte zu synchronisieren, und bei sehr vielen Teilnehmern kann es zu Latenzen, also Verzögerungen bei der Übertragung kommen. Wie werden bei Code-Multiplex-Verfahren mehrere Signale gleichzeitig übertragen? Hier unterscheidet man die einzelnen Nutzer durch Codierung der Signale. Alle nutzen den gleichen Kanal, sprechen aber unterschiedliche Sprachen. Der Aufwand für Codierung und Dekodierung ist sehr groß, es erhöht aber die Abhörsicherheit. Beispiele sind das UMTS-Netz oder GPS. Richtig ist hier Antwort A. Worauf deutet die Bezeichnung SDR bei einem Transceiver oder Empfänger hin? Zumindest ein Teil der Signalaufbereitung ist in Software realisiert. Es werden spezielle Antennenanschlüsse für digitale Signale verwendet. Die Aussendung bzw. der Empfang erfolgt über das Internet und nicht per Funk. Oder zumindest im NF-Bereich wird Analogtechnik eingesetzt, um besseren Klang zu erreichen. SDR bedeutet Software Defined Radio. Das heißt, ein großer Teil der Signalverarbeitung wie Filtern, Modulieren oder Demodulieren geschieht nicht mit klassischen Bauelementen, sondern im Computer per Software. Ich kann also mit dem gleichen Gerät unterschiedliche Signale verarbeiten, ich muss nur die entsprechende Software benutzen. Richtig ist also Antwort A. Was ist die Voraussetzung, um ein analoges Signal mit digitaler Signalverarbeitung zu filtern? Das Eingangssignal muss zunächst von Rauschen befreit werden, von Oberschwingungen befreit werden, digitalisiert werden oder demoduliert werden. Natürlich muss das Signal erstmal digitalisiert werden. Die Demodulation und Filterung übernimmt dann die Software. Folgendes Blockschaltbild stellt das Prinzip einer digitalen Signalverarbeitung dar. Welche Aufgaben haben die beiden Blöcke 1 und 2? Die Welt ist analog. Wenn ich Signale digital verarbeiten will, muss ich sie zunächst mal digitalisieren und hinterher wieder zurückwandeln, denn meine Ohren verstehen nur analoge Signale. Die erste Baugruppe ist also ein Analog-Digital-Wandler und 2 ist ein Digital-Analog-Wandler. Im nächsten Abschnitt gibt es ausgewählte Fragen zum Thema Antennen. Einige Sachen werden wir jetzt einfach nur zur Kenntnis nehmen und nicht bis ins Letzte erklären. Manches ist auch Wiederholung. Die Polarisation des Sendesignals in der Hauptstrahlrichtung dieser Richtantenne ist,
vertikal, horizontal, linksdrehend oder rechtsdrehend. Die Stäbe der Antenne zeigen in die Polarisationsrichtung. In dem Fall liegen sie waagerecht. Die Polarisation ist horizontal. Dreht man die Antenne um 90 Grad, dann sind die Wellen vertikal polarisiert. Die Polarisation einer Antenne entspricht der Richtung der elektrischen Feldkomponente des empfangenen oder ausgesendeten Feldes in Bezug auf die Nordrichtung, oder sie wird nach der Ausrichtung der elektrischen Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in Bezug zur Erdoberfläche angegeben, oder sie wird nach der Ausrichtung der magnetischen Feldkomponente in der Hauptstrahlrichtung in Bezug zur Erdoberfläche angegeben, oder es entspricht der Richtung der magnetischen Feldkomponente des empfangenen oder ausgesendeten Feldes in Bezug auf die Nordrichtung. Bei der Polarisation wird die Richtung des elektrischen Feldes angegeben, und zwar in Bezug zur Erdoberfläche. B ist richtig. Das folgende Bild zeigt eine Momentaufnahme eines elektromagnetischen Feldes. Welche Polarisation hat die skizzierte Welle? Wir können es kurz machen. Das E-Feld steht senkrecht, also ist die Welle vertikal polarisiert. Das sieht jetzt etwas anders aus. Die Ausrichtung der Feldkomponenten ändert sich ständig. So sieht eine zirkular polarisierte Welle aus. Welche Antenne gehört nicht zu den symmetrischen Antennen? Dipolantennen sind symmetrisch aufgebaut. Aus der Reihe fällt hier die Ground Plane. Wie nennt man eine Schleifenantenne, die aus 3 gleich langen Drahtstücken besteht? 3-Element-Quad-Loop-Antenne, Delta-Loop-Antenne, 3-Element-Beam oder W3-DZZ-Antenne. So sieht sowas aus und den Namen bekommt sie von ihrer Form, Delta-Loop. Welche Antennenform eignet sich für Sendebetrieb und weist dabei im Nahfeld ein starkes magnetisches Feld auf? Eine Ferritstabantenne, eine magnetische Ringantenne mit einem Umfang von etwa Lambda-Zehntel, ein Faltdipol oder eine Cubicle-Quad-Antenne. Die beiden letzteren nutzen eher die elektrische Feldkomponente. Eine Ferritstabantenne ist als Sendeantenne ineffektiv, bleibt also nur B, die Magnetic Loop. Welche Antennenart ist hier dargestellt? Windham-Antenne, Fuchs-Antenne, Ground-Plane-Antenne oder Dipol-Antenne? Offensichtlich ist das eine entgespeiste Antenne. Mit der Antwort D ist der klassische Dipol gemeint, der in der Mitte gespeist wird. Der Parallelschwingkreis vor der Antenne dient als Anpassglied und wird nach seinem Erfinder Fuchskreis genannt. Deshalb nennt man so eine Antenne auch Fuchsantenne. Welches der Bilder zeigt das Strahlungsdiagramm eines Halbwellendipols? Ein Halbwellendipol besitzt 2 Hauptabstrahlrichtungen und die liegen rechtwinklig zur Richtung der Metallstäbe. Das entspricht dem Bild D. Bild B zeigt eine Richtantenne mit einer Hauptabstrahlrichtung und A zeigt die Abstrahlcharakteristik einer Ground Plane, die eher eine Rundstrahlantenne ist. Eine lambda-halbe Vertikalantenne erzeugt A einen flachen Abstrahlwinkel, B einen hohen Abstrahlwinkel, C zirkulare Polarisation oder D elliptische Polarisation. Wegen der Abstrahlcharakteristik senkrecht zur Antennenrichtung ist ein flacher Abstrahlwinkel gegenüber dem Erdboden möglich. Warum ist eine 5/8 Lambda-Antenne besser als eine Lambda-Viertel-Antenne für VHF-UHF Mobilbetrieb geeignet? Sie ist weniger störanfällig, verträgt mehr Leistung, hat mehr Gewinn oder ist leichter zu montieren. Um die Frage zu beantworten, sehen wir uns mal die vertikale Richtcharakteristik der Antennen an. Die 5/8 Lambda-Antenne strahlt gegenüber der Lambda-Viertel-Antenne viel flacher ab und erreicht in dieser Richtung deshalb einen größeren Antennengewinn. Richtig ist B. Was sind gebräuchliche Kurzwellen-Amateursendeantennen? Da haben wir jetzt einiges zur Auswahl,
Am einfachsten ist es deshalb, nach dem Ausschlussprinzip vorzugehen. Hornstrahler und Parabolantennen werden im Zentimeterwellen- und Mikrowellenbereich eingesetzt. Patch-Antennen setzt man ab dem UHF-Bereich aufwärts ein. Damit entfallen schon B bis D, bleibt also A, wobei die Yagi-Antenne nur im oberen Kurzwellenbereich Anwendung findet. Sie wollen verschiedene Antennen für den Funkbetrieb auf Kurzwelle für das 80-Meter-Band testen. Welche 3 Antennen sind besonders geeignet? Das 80-Meter-Band liegt im unteren Kurzwellenbereich, deshalb fällt diesmal die Yagi-Antenne raus. Auch Parabol-, Groundplane- und Sperrtopfantennen sind für 80 Meter eher ungeeignet. Bleibt Antwort C, Dipol, Delta Loop und W3DZZ-Antenne. Das ist ein Mehrbereichsdipol, in den Sperrkreise eingebaut sind, sodass sich seine Länge bei höheren Bändern automatisch verkürzt. Wie lang muss denn nun eine Kurzwellenantenne sein? 4 Möglichkeiten zur Auswahl. Richtig ist die erste Antwort. Prinzipiell ist jede Länge möglich. Allerdings muss die Antenne, wenn sie nicht resonant mit der Wellenlänge ist, über ein Anpassgerät gespeist werden. Die Länge des Drahtes zur Herstellung eines Faltdipols entspricht 4 Wellenlängen, einer Wellenlänge, 2 Wellenlängen oder einer Halbwellenlänge. Ein Faltdipol besteht im Prinzip aus 2 dicht beieinander liegenden Halbwellendipolen, die an den Enden elektrisch verbunden sind. Beide zusammen ergeben dann eine ganze Wellenlänge. Berechnen Sie die elektrische Länge eines 5/8 Lambda langen Vertikalstrahlers für das 10-Meter-Band in Klammern 28,5 MHz. Wir könnten jetzt von 10 Meter ausgehen, aber das ist nicht ganz richtig. 28,5 MHz entsprechen einer Wellenlänge von rund 10,53 Metern. 5/8 davon sind etwa 6,58 Meter. Der Verkürzungsfaktor ist A, das Verhältnis der Ausbreitungsgeschwindigkeit entlang einer Leitung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit im Vakuum. B, die Wurzel aus dem Verhältnis von Induktivität zur Kapazität einer Leitung. C, das Verhältnis von Durchmesser zur Länge eines Leiters. Oder D, das Verhältnis des Leiterwiderstandes zum Fußpunktwiderstand der Antenne. Von dem Verhältnis in Antwort D kann man auf den Wirkungsgrad der Antenne schließen. C ist der Schlankheitsgrad. B ist der Wellenwiderstand einer verlustlosen Leitung. Und A ist die richtige Lösung. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Leiter ist kleiner als im Vakuum, wodurch die Wellenlänge kleiner wird. Welcher Prozentsatz entspricht dem Verkürzungsfaktor, der üblicherweise für die Berechnung der Länge einer Drahtantenne verwendet wird? Die Frage ist komisch formuliert. Also wie lang wird die Drahtantenne im Vergleich zur Wellenlänge im Vakuum? Etwa 95%, also ca. 5% verkürzt. Bei Koaxialkabeln sind wir bei nur noch 66%. Der Fußpunktwiderstand in der Mitte eines Halbwellendipols beträgt je nach Aufbauhöhe ungefähr 120 bis 240 Ohm, 40 bis 90 Ohm, 100 bis 120 Ohm oder 240 bis 600 Ohm. Der Halbwellendipol ist recht niederohmig, 40 bis 90 Ohm. Welchen Eingangs- bzw. Fußpunktwiderstand hat ein Faltdipol? Der hat im Gegensatz dazu den etwa vierfachen Widerstand, also 240 bis 300 Ohm. Im Antennenvideo habe ich das vorgerechnet. Dann wäre noch interessant, wie es bei der Groundplane aussieht. Die hat einen sehr niedrigen Widerstand von nur 30 bis 50 Ohm. Hier sind die Bestandteile einer Yagi-Uda-Antenne zu sehen. Normalerweise sind die natürlich noch in der Mitte mechanisch miteinander verbunden. Wie heißen die Teile? In der Mitte ist ein einfacher Faltdipol. Das ist der eigentliche Strahler. Der kürzere Stab nennt sich Direktor, weil er in die Hauptstrahlrichtung zeigt.
das kommt vom englischen Direction. Bei dem einen muss es nicht bleiben, je mehr Direktoren die Antenne hat, umso besser die Richtwirkung. Auf der anderen Seite sitzt der Reflektor, der für die entsprechende Rückdämpfung sorgt. Richtige Antwort ist hier B. An welchem Element einer Yagi-Uda-Antenne erfolgt die Energieeinspeisung? Auch das ist jetzt nicht schwer zu erraten. Die Einspeisung erfolgt am eigentlichen Dipol, also dem Strahler. Eine scharf bündelnde Antenne für den Mikrowellenbereich besteht häufig aus einem a. paraboloid geformten Spiegelkörper und einem isotropen Strahler, b. hyperbolisch konkav geformten Spiegelkörper und einem isotropen Strahler, c. zylindrisch konvex geformten Spiegelkörper und einer Erregerantenne oder d. paraboloid geformten Spiegelkörper und einer Erregerantenne. Ihr kennt ja bestimmt auch den Begriff Parabolantenne, das heißt, es kommen nur A oder D in Frage. Einen isotropen Strahler gibt es in der Realität nicht, das ist ein theoretisch perfekter Rundumstrahler. Richtig ist also hier Antwort D. Welcher Durchmesser sollte für eine Parabolspiegelantenne im Hinblick auf möglichst hohen Gewinn gewählt werden? Höchstens 3 Wellenlängen, genau 2 Wellenlängen, eine Wellenlänge oder mindestens 5 Wellenlängen der verwendeten Frequenz. Der Spiegel soll die Wellen in seinem Brennpunkt bündeln. Wellen sind keine perfekten Strahlen, es entstehen Beugungseffekte an den Rändern. Der Einfluss wird umso geringer, je größer der Durchmesser des Spiegels gegenüber der Wellenlänge ist. Darum ist auch hier Antwort D richtig. Größer ist besser. Welche Aussage zur Strom- und Spannungsverteilung auf einem Dipol ist richtig? A. An den Enden eines Dipols entsteht immer ein Stromknoten und ein Spannungsbauch. B. An den Enden eines Dipols entsteht immer ein Spannungsknoten und ein Strombauch. C. Am Einspeisepunkt eines Dipols entsteht immer ein Spannungsknoten und ein Strombauch. Oder D. Am Einspeisepunkt eines Dipols entsteht immer ein Spannungsbauch und ein Stromknoten. Die Antworten unterscheiden sich zum einen dadurch, dass einmal von den Enden des Dipols die Rede ist und einmal vom Speisepunkt. Das Problem beim Einspeisepunkt ist, dass die Verhältnisse davon abhängen, wo am Dipol die Einspeisung erfolgt. C beschreibt die Verhältnisse, wenn der Dipol in der Mitte und damit am Strommaximum gespeist wird. D ist richtig bei einem entgespeisten Dipol. C und D sind also nicht immer richtig. B ist komplett falsch, denn an den Enden ist auch der Strom zu Ende. Richtig ist A. Ein Dipol wird stromgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt a. ein Spannungs- und ein Stromknoten vorhanden sind, er ist dann hochohmig, b. ein Spannungs- und ein Strombauch vorhanden sind, er ist dann niederohmig, c. ein Spannungsknoten und ein Strombauch vorhanden sind, er ist dann niederohmig, oder d. ein Spannungsbauch und ein Stromknoten vorhanden sind, er ist dann hochohmig. Was wir hier gleich ausschließen können, sind die Antworten A und B, denn der Strom- und Spannungsverlauf ist gegenläufig. Es kann nicht gleichzeitig sowohl einen Spannungs- und einen Stromknoten oder auch einen Spannungsbauch und einen Strombauch geben. Stromgespeist bedeutet, wir speisen dort ein, wo der größte Strom fließt, also am Strombauch. Großer Strom bedeutet kleiner Widerstand, deshalb ist hier C richtig. Ein Dipol wird spannungsgespeist, wenn an seinem Einspeisepunkt A ein Spannungsknoten und ein Strombauch liegt, er ist dann niederohmig, B. ein Spannungs- und ein Strombauch liegt, er ist dann niederohmig, C. ein Spannungs- und ein Stromknoten liegt, er ist dann hochohmig, oder D. ein Spannungsbauch und ein Stromknoten liegt, er ist dann hochohmig. Hier ist es umgekehrt. Wir speisen am Punkt der höchsten Spannung ein, deshalb ist hier Antwort D die richtige. Ein Halbwellendipol wird auf der Grundfrequenz in der Mitte stromgespeist, entgespeist, spannungsgespeist oder parallel gespeist.
So sieht der Strom- und Spannungsverlauf bei einem Halbwellendipol aus. In der Mitte liegt der Strombauch. Er ist also stromgespeist und deshalb ist er auch niederohmig. Der Gewinn von Antennen wird häufig in dBi angegeben. Auf welche Vergleichsantenne bezieht man sich dabei? Man bezieht sich dabei auf den Halbwellenstrahler, Isotropstrahler, Horizontalstrahler oder Vertikalstrahler. Das I bezieht sich auf den Isotropenstrahler, also B stimmt. Im Vergleich zu einem Halbwellenstrahler gibt man den Wert in dBd an. Ein Antennenhersteller gibt den Gewinn einer Antenne mit 5 dBd an. Wie groß ist der Gewinn der Antenne in dBi? Dazu muss man wissen, dass ein Halbwellendipol gegenüber dem Isotropstrahler schon einen Gewinn von 2,15 dB hat. Bei dieser Antenne kommen nochmal 5 dB dazu. Das macht zusammen 7,15 dBi. Eine im Außenbereich installierte Sendeantenne hat den Vorteil, dass a. das Sendesignal einen niedrigen Pegel aufweist, b. sie in geringem Ausmaß Ausstrahlung unterworfen ist, c. sie eine geringe Anzahl von harmonischen abstrahlt oder d. die Kopplung mit den elektrischen Leitungen im Haus reduziert wird. Darüber hatten wir schon beim Thema Störung gesprochen. Die Antenne sollte möglichst weit von der Hausinstallation entfernt aufgebaut werden, damit die Einkopplung von HF in die elektrischen Leitungen minimiert wird. Ein Funkamateur wohnt in einem Reihenhaus. An welcher Stelle sollte eine Drahtantenne für den Sendebetrieb auf dem 80-Meter-Band angebracht werden, um störende Beeinflussungen möglichst zu vermeiden? Drahtführung rechtwinklig zur Häuserzeile, möglichst innerhalb des Dachbereichs, entlang der Häuserzeile auf der Höhe der Dachrinne oder am gemeinsamen Schornstein neben der Fernsehantenne. Ich hoffe, dass D wirklich keiner ankreuzt. Parallel zur Häuserzeile bedeutet auch parallel zu den elektrischen Leitungen, wodurch die HF besonders gut eingekoppelt wird. Innerhalb des Dachbereichs widerspricht der Antwort aus der letzten Frage. Man sollte HF-führende Leitungen möglichst rechtwinklig von den Häusern wegführen. Jetzt sollte die nächste Frage ganz einfach zu beantworten sein. Welcher Standort ist für eine HF-Richtantenne am besten geeignet, um mögliche Beeinflussungen bei den Geräten des Nachbarn zu vermeiden? A, B und D sind kontraproduktiv. Natürlich sollte die Antenne so weit wie möglich entfernt errichtet werden. Der Wellenwiderstand einer Leitung hängt von der Beschaltung am Leitungsende ab, ist im HF-Bereich in etwa konstant und unabhängig vom Leitungsabschluss, hängt von der Leitungslänge und der Beschaltung am Leitungsende ab oder ist völlig frequenzunabhängig. Man darf hier nicht den Wellenwiderstand mit dem Eingangswiderstand verwechseln. Der Wellenwiderstand hängt vom Aufbau der Leitung und nicht von der Last ab, ist aber auch nicht vollständig von der Frequenz unabhängig. Der Eingangswiderstand ändert sich mit der angeschlossenen Last und dem Grad der Fehlanpassung. Die Leitungslänge beeinflusst die Dämpfung. Richtig ist Antwort B. Welche Leitungen sollten für die HF-Verbindungen zwischen Einrichtungen in der Amateurfunkstelle verwendet werden, um unerwünschte Abstrahlung zu vermeiden? Hochwertige abgeschirmte Netzanschlusskabel, hochwertige Koaxialkabel, unabgestimmte Speiseleitungen oder symmetrische Fiederleitungen. Obwohl die Dämpfung bei einem Koaxialkabel um einiges größer ist, können sie doch bei richtiger Anwendung vor unerwünschten Abstrahlungen schützen. Hier nochmal eine Frage, die wir so ähnlich schon mehrfach beantwortet haben. Um Ordnung in der Amateurfunkstelle herzustellen, verlegen Sie alle Netzanschlusskabel und HF-Speiseleitungen in einem Kabelkanal. Welchen Nachteil kann diese Maßnahme haben? Es kann zu Einkopplung von Hochfrequenz in das Versorgungsnetz kommen. Deshalb ist eine parallele Führung von HF- und Netzleitungen nicht ratsam. Wann ist eine Speiseleitung unsymmetrisch? A. Wenn die beiden Leiter unterschiedlich geformt sind, zum Beispiel Koaxialkabel.
B, wenn die hin- und zurücklaufende Leistung verschieden sind. C, wenn sie außerhalb der Resonanzfrequenz betrieben wird. Oder D, wenn die Länge nicht einem Vielfachen von Lambda halbe entspricht. Es geht in der Tat um die Form der Leitung. Ein Flachbandkabel mit zwei gleichen parallel laufenden Leitern ist symmetrisch aufgebaut. Ein Koaxialkabel hat zwei sehr unterschiedliche Leiter. Welche Vorteile hat eine Paralleldrahtspeiseleitung gegenüber der Speisung über ein Koaxialkabel? Sie hat eine geringere Dämpfung und hohe Spannungsfestigkeit. Sie vermeidet Mantelwellen durch Wegfall der Abschirmung. Sie bietet guten Blitzschutz durch niederohmige Drähte. Oder sie erlaubt leichtere Kontrolle des Wellenwiderstandes durch Verschieben der Spreizer. Ich hatte es ja auch schon angedeutet, die Dämpfung ist bei einer Paralleldrahtspeiseleitung, der sogenannten Hühnerleiter, geringer als beim Koaxialkabel. Und weil die Drähte weiter auseinander sind, ist auch die Spannungsfestigkeit größer. Welcher der folgenden Koaxialstecker besitzt einen definierten Wellenwiderstand von 50 Ohm bis in den Gigahertz-Bereich und hat die höchste Spannungsfestigkeit für die Übertragung hoher Leistungen? Das ist etwas, was man einfach wissen muss. Da muss man sich mit den Steckertypen etwas beschäftigen. In diesem Fall ist das der N-Stecker und so sieht der aus. Am Ende einer Antennenleitung ist nur noch ein Viertel der Leistung vorhanden. Wie groß ist das Dämpfungsmaß des Kabels? Da sind wir wieder bei der Dezibelrechnung. Die Halbierung der Leistung wären 3 Dezibel und wenn wir es nochmal halbieren, sind es 6. Hier eine ähnliche Frage, aber mit einer kleinen Falle. Eine HF-Ausgangsleistung von 100 Watt wird in eine angepasste Übertragungsleitung eingespeist. Am antennenseitigen Ende der Leitung beträgt die Leistung 50 Watt bei einem Stehwellenverhältnis von 1. Wie hoch ist die Leitungsdämpfung? Es kommt nur noch die Hälfte an, das bedeutet 3 Dezibel. Achtung, die Leistung wird weniger, aber es sind trotzdem nicht minus 3 Dezibel, denn das Minuszeichen steckt ja schon in dem Begriff Dämpfung. Die Skizze zeigt den Aufbau einer Amateurfunkstelle. Die Summe aller Kabelverluste in Dezibel beträgt minus 3 Dezibel, plus 3 Dezibel, plus 5 Dezibel oder minus 5 Dezibel. Auch hier muss man wieder genau die Frage lesen. Zum einen muss man wieder mit dem Vorzeichen aufpassen und dann wird hier nur nach den Kabelverlusten gefragt. Dass dazwischen nochmal verstärkt wird, interessiert nicht. Wir brauchen nur die Kabeldämpfung zusammenzählen und das sind 5 Dezibel. Am Eingang einer Antennenleitung misst man ein Stehwellenverhältnis von 3. Wie groß ist dort in etwa die rücklaufende Leistung, wenn die vorlaufende Leistung 100 Watt beträgt? Viele Amateurfunker werden das vielleicht im Kopf haben, was ein Stehwellenverhältnis von 3 bedeutet. Falls nicht, muss man das aber auch ausrechnen können. Das ist die Formel zur Berechnung des Stehwellenverhältnisses. PV ist die vorlaufende Leistung, also das, was aus der Endstufe kommt. PR ist die rücklaufende Leistung. So sieht die Formel nach Wurzel aus PR umgestellt aus. Wenn wir die gegebenen Werte einsetzen und dann noch quadrieren, erhalten wir 25 Watt. In Prozent ausgedrückt sind das 25% der Leistung der Endstufe. An welchem Punkt sollte das Stehwellenmessgerät eingeschleift werden, um zu prüfen, ob die Antennenanlage gut an den Sender angepasst ist? Wir wollen die gesamte Antennenanlage überprüfen, deshalb wird das Stehwellenmessgerät direkt am Senderausgang, sprich am Punkt 1, eingeschaltet. Wozu wird ein vektorieller Netzwerkanalysator beispielsweise verwendet? A. Zur genaueren Bestimmung von Resonanzfrequenzen und Impedanzen von Schwingkreisen und Antennen. B. Zur Überprüfung der Frequenzreinheit eines Senders. C. Zur Bestimmung des Erdungswiderstandes einer Amateurfunkstation. Oder D. Zum Aufzeichnen des zeitlichen Verlaufs schneller Wechselströme. Ein VNA ist für den Funkamateur ein sehr hilfreiches Gerät und seit einigen Jahren auch erschwinglich. Um den zeitlichen Verlauf von Wechselströmen aufzuzeichnen, nimmt man eher ein Oszilloskop.
Für die Erdwiderstandsmessung gibt es spezielle Geräte. Wie sauber eine Frequenz ist, überprüft man mit einem Spektrumanalysator. Was ist der Unterschied zum VNA? Mit einem Spektrumanalysator untersucht man die Frequenzanteile eines Signals. Der VNA untersucht das Verhalten eines Netzwerks über einen bestimmten Frequenzbereich. Wie ermittelt man die Resonanzfrequenz eines Schwingkreises? Mithilfe der S-Meter-Anzeige bei Anschluss des Schwingkreises an den Empfängereingang, durch Messung von L und C und Berechnung oder mit einem VNA, mit einem Frequenzmesser oder einem Oszilloskop oder mit einem Digitalmultimeter in der Stellung Frequenzmessung. Man könnte meinen, der Frequenzmesser wäre richtig, aber dazu müsste der Schwingkreis angeregt werden. Die Resonanzfrequenz eines passiven Schwingkreises kann man so nicht messen. Richtig ist Antwort B. Klassisch über die Thomsonsche Schwingungsgleichung oder mittels VNA. Welche Maßnahme ist vor Gebrauch eines vektoriellen Netzwerkanalysators zusammen mit dem Messaufbau durchzuführen? Nullpunktabgleich, Kalibrierung, Rauschunterdrückung aktivieren oder Einstellen der Triggerschwelle. Nullpunktabgleich ist nicht der richtige Ausdruck, das verwendet man üblicherweise bei analogen Messgeräten. Hier geht es um eine Kalibrierung, um Messfehler durch Dämpfungen und Phasenverschiebungen zu berücksichtigen, die durch den Messaufbau entstehen können. Sie ermitteln die Resonanzfrequenz und die Impedanz Ihrer selbstgebauten Antennen mithilfe eines vektoriellen Netzwerkanalysators. Wie könnten Sie die Funktion des Gerätes vorher prüfen? A. Durch Beschalten des Messeingangs am VNA mit einem Blindwiderstand. Der Anzeigewert des SWR muss bei allen Frequenzen nahe bei 1 sein. B. Durch Prüfen der Anzeigewerte in den Betriebszuständen Kurzschluss, Leerlauf und Anpassung. Das SWR sollte bei Anpassung nahe 1, bei Kurzschluss und Leerlauf unendlich sein. C. Durch Prüfen der Anzeigewerte in den Betriebszuständen Leerlauf und Anpassung. Der Messanschluss des Gerätes darf keinesfalls kurzgeschlossen werden. Oder D. Durch Beschalten des Messeingangs am VNA mit einem Abschlusswiderstand. Das angezeigte Stehwellenverhältnis sollte im gesamten Frequenzbereich größer als 2 sein. Da könntet ihr jetzt alle mal raten, aber machen wir es kurz. Antwort B ist richtig. Mantelwellen auf dem Koaxialkabel zur Antenne werden durch Fehlanpassung und Überlastung des Transceivers verursacht, werden für Messung des Stroms beim SWR verwendet, sind für die Funktionsweise jeder koaxial gespeisten Antenne notwendig oder können zu Störungen anderer Geräte und Störungen des eigenen Empfangs führen. Mantelwellen entstehen hauptsächlich durch Asymmetrien und sie sind unerwünscht, denn gemäß Antwort D können sie Störungen verursachen. Welche Effekte treten auf, wenn ein Halbwellendipol mit einem Koaxialkabel gleicher Impedanz mittig gespeist wird? A. Die Richtcharakteristik der Antenne wird verformt und es treten Mantelwellen auf. B. Es treten keine nennenswerten Effekte auf, da die Antenne angepasst ist und die Speisung über ein Koaxialkabel erfolgt, dessen Außenleiter Erdpotential hat. C. Es treten Polarisationsdrehungen auf, die von der Kabellänge abhängig sind. Oder D. Am Speisepunkt der Antenne treten gegenphasige Spannungen und Ströme gleicher Größe auf, die eine Fehlanpassung hervorrufen. Das ist der klassische Fall einer Asymmetrie. Eine symmetrische Antenne wird über ein asymmetrisches Koaxkabel angeschlossen, wodurch Mantelwellen entstehen. In der nächsten Frage ist das nochmal bildlich dargestellt. Der gewünschte Strom fließt an der Außenseite des Innenleiters und an der Innenseite der Abschirmung. Der Mantelstrom fließt an der Außenseite des Kabels. Wozu wird ein Symmetrierglied (Balun) beispielsweise verwendet? Zur Umschaltung zwischen horizontaler und vertikaler Polarisation einer Kreuz-Yagi-Uda, zur Nutzung einer Wechselspannungsversorgung am Gleichstromanschluss eines Transceivers,
zum Anschluss eines Koaxialkabels an eine Dipolantenne oder zur Einstellung der Frequenzablage für Relaisbetrieb. Balun ist die Abkürzung für Balanced und Unbalanced, zu Deutsch symmetrisch und unsymmetrisch. Damit kann man einen sauberen Übergang zwischen einem Dipol und einem Koaxialkabel schaffen. Auf einem Ferritkern sind einige Windungen Koaxialkabel aufgewickelt. Mit diesem Aufbau lässt sich die Trennschärfe verbessern, lassen sich Mantelwellen dämpfen, lassen sich statische Aufladungen verhindern oder lassen sich Oberwellen unterdrücken. Besprochen haben wir das eigentlich schon beim Thema Mantelwellen drosseln. Antwort B ist richtig. Nach welcher der Antworten kann die EIRP berechnet werden, also die äquivalente isotrope Strahlungsleistung? A. Sendeleistung minus Verluste plus Antennengewinnfaktor bezogen auf einen Halbwellendipol. B. Sendeleistung mal Verlustleistung mal Antennengewinnfaktor bezogen auf einen Halbwellendipol. C. Sende minus Verlustleistung mal Antennengewinnfaktor bezogen auf einen Isotropenstrahler. Oder D. Sendeleistung minus Verluste plus Antennengewinnfaktor bezogen auf einen Isotropenstrahler. Das ist eine Wiederholung aus dem Fragenkatalog der Klasse N. Richtig ist Antwort C. Es ist die der Antenne zugeführte Leistung multipliziert mit dem Gewinnfaktor der Antenne im Vergleich zu einem isotropen Strahler. Ein HF-Verstärker für 5,7 GHz speist eine Ausgangsleistung von 250 mW ohne Leitungsverluste direkt in einen Parabolspiegel mit einem Gewinn von 26 dBi ein. Wie hoch ist die äquivalente Strahlungsleistung EIRP? Im Gegensatz zur Klasse N rechnen wir jetzt mit Dezibel. Ich werde jetzt nicht alles komplett herleiten, es geht nur um den prinzipiellen Rechenweg. 250 mW gehen auf die Antenne. Wir müssen jetzt die 26 dB in einen Faktor umrechnen. Der Antennengewinn in Dezibel ist ja 10 mal der Logarithmus aus der abgestrahlten Leistung durch die Sendeleistung. Der Gewinnfaktor ist dann 10 hoch Antennengewinn in Dezibel durch 10 Dezibel. Bei 26 Dezibel kommt rund 400 heraus. 400 mal 250 Milliwatt ergibt 100 Watt effektive Abstrahlleistung. Sie möchten für Ihre Sendeanlage keine Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage nach § 9 der Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder abgeben. Wie hoch darf die Sendeleistung für Ihre Vertikalantenne mit 5,15 dBi Gewinn ohne Berücksichtigung der Kabelverluste maximal sein, damit die Strahlungsleistung von 10 Watt EIRP nicht überschritten wird? Das ist der in der Verordnung festgelegte Grenzwert. Bei 5,15 dBi kommen wir auf einen Gewinnfaktor von rund 3,27. Die Leistung des Senders muss also um diesen Faktor kleiner sein als 10 Watt. Das ergibt etwa 3,05 Watt. Richtig ist B. An einen Sender mit 100 Watt Ausgangsleistung ist eine Dipolantenne angeschlossen. Die Dämpfung des Kabels beträgt 10 Dezibel. Wie groß ist die äquivalente isotrope Strahlungsleistung? Eine Kabeldämpfung von 10 dB bedeutet, am Ende des Kabels kommt nur noch ein Zehntel der Sendeleistung, also 10 Watt an. Ein Halbwellendipol hat einen Gewinn von 2,15 dBi. Das entspricht einem Faktor von etwa 1,64. Mal 10 Watt sind das 16,4 Watt. Muss ein Funkamateur als Betreiber einer ortsfesten Amateurfunkstelle bei FM-Telefonie und einer Sendeleistung von 6 Watt an einer 15-Element Yagi-Uda-Antenne mit 13 dBd Gewinn im 2-Meter-Band die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachweisen? A. Nein, der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern ist durch den Funkamateur erst bei einer Strahlungsleistung von mehr als 10 Watt EIRP sicherzustellen. B.
Ja, für ortsfeste Amateurfunkstellen ist die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte in jedem Fall nachzuweisen. C. Nein, bei FM-Telefonie und Sendezeiten unter 6 Minuten in der Stunde kann der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern durch den Funkamateur vernachlässigt werden. Oder D. Ja, er ist in diesem Fall verpflichtet, die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte nachzuweisen. Entscheidend dafür ist das Maximum von 10 Watt Strahlungsleistung. 6 Watt bringt der Sender. Die Antenne hat einen Gewinn von 13 dBd. Das sind in dBi umgerechnet sogar 15,15 dBi. Man braucht gar nicht mehr genau zu rechnen. Schon ein Gewinn von nur 10 dBi würde die Leistung auf 60 Watt verzehnfachen. Richtig ist also Antwort D. Die 10 Watt werden weit überschritten. Wenn man es genau ausrechnet, sind das am Ende fast 200 Watt EEAP. Also mal abgesehen vom Personenschutz ist das eine Leistung, die für einen Funkamateur sowieso nicht erlaubt ist. Sie errechnen einen Sicherheitsabstand für Ihre Antenne. Von welchem Punkt aus muss dieser Sicherheitsabstand eingehalten werden, wenn Sie bei der Berechnung die Fernfeldnäherung verwendet haben? Er muss eingehalten werden vom untersten Punkt der Antenne, von jedem Punkt der Antenne, vom Einspeisepunkt der Antenne oder von der Mitte der Antenne, das heißt dort, wo sie am Mast befestigt ist. Richtig ist B. Die Mindestabstände müssen von jedem Punkt der Antenne eingehalten werden. Man kann sich ja mal überlegen, dass eine Kurzwellenantenne auch ganz schön groß sein kann. Die Feldstärke-Grenzwerte für den Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind von der Frequenz abhängig, weil a. die spezifische Absorptionsrate bei einigen Frequenzen nicht messbar ist, b. niederfrequente elektromagnetische Felder energiereicher sind als hochfrequente, c. die Fähigkeit des Körpers, hochfrequente Strahlung zu absorbieren, frequenzabhängig ist, oder d. auf den Amateurfunkbändern unterschiedlich hohe Sendeleistungen zugelassen sind. Der menschliche Körper absorbiert die elektromagnetische Strahlung in Abhängigkeit von der Frequenz. Dabei ist es genau umgekehrt, wie es in Antwort B steht. Je höher die Frequenz, desto energiereicher sind die Wellen. Das merkt man schon daran, dass UV-Strahlung für den Körper viel schädlicher ist als Wärmestrahlung im Infrarotbereich. C ist also richtig. Mit welchem zeitlichen Bezug ist die Feldstärke für die Einhaltung der Grenzwerte der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes zu betrachten? Raten bringt da nichts. Sehen wir uns doch mal Anlage 1b der Verordnung an. Die Grenzwerte beziehen sich auf den quadratischen Mittelwert im 6-Minuten-Intervall. Richtig ist also Antwort C. Zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern sind in bestimmten Fällen auch Grenzwerte für aktive Körperhilfen einzuhalten. Mit welchem zeitlichen Bezug ist die Feldstärke hierbei zu betrachten? Also gemeint sind da zum Beispiel Herzschrittmacher. Hier zählt nicht mehr irgendein Mittelwert, die Grenzwerte dürfen auch nicht kurzzeitig überschritten werden. Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für Ihren neuen, fest aufgebauten Halbwellendipol für das 80-Meter-Band, 3,5 bis 3,8 MHz, bestimmen. Bei 100 Watt Sendeleistung errechnen Sie mit Hilfe der Näherungsformel für die Fernfeldberechnung einen erforderlichen Abstand von 3,65 Meter. Ist dieser Sicherheitsabstand gültig? Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wie soll man das wissen? Ihr bekommt zur Prüfung eine offizielle Formelsammlung. Darin steht auch die Näherungsformel für den Sicherheitsabstand. Sie gilt allerdings erst ab einer bestimmten Entfernung von der Antenne, weil erst im sogenannten Fernfeld elektrisches und magnetisches Feld in einer konstanten Phasenbeziehung stehen. Das gilt für d größer Lambda durch 2Pi. Um auf der sicheren Seite zu sein, nehmen wir die längste Wellenlänge im 80-Meter-Band, das sind 85,7 Meter. Lambda durch 2Pi ergibt 13,64 Meter. Der errechnete Sicherheitsabstand von 3,65 Meter befindet sich noch innerhalb des reaktiven Nahfeldes der Antenne und ist deshalb ungültig.
Sie möchten den Personenschutz-Sicherheitsabstand für die Antenne Ihrer Amateurfunkstelle für das 10-Meter-Band und das Modulationsverfahren FM berechnen. Der Grenzwert im Fall des Personenschutzes beträgt 28 Volt pro Meter. Sie betreiben eine Yagi-Uda-Antenne mit einem Gewinn von 7,5 dBd. Die Antenne wird von einem Sender mit einer Leistung von 100 Watt über ein langes Koaxialkabel gespeist. Die Kabeldämpfung beträgt 1,5 dB. Wie groß muss der Sicherheitsabstand sein? Beginnen wir damit, die effektive Strahlungsleistung zu berechnen. Die Sendeleistung ist 100 Watt. Antennengewinn minus Kabeldämpfung ergibt 6 Dezibel, also eine Vervierfachung. Der Antennengewinn wurde aber in dBd angegeben. Es kommen noch 2,15 Dezibel dazu, das heißt mal 1,64. Das ergibt 656 Watt EIRP. Setzen wir das in die Abstandsformel ein. Wurzel aus 30 Ohm mal 656 Watt durch 28 Volt pro Meter ergibt rund 5 Meter. Wie weit müssen wir mindestens von der Antenne entfernt sein, damit der Wert gültig ist? 10 Meter durch 2 Pi macht 1,6 Meter. Der Wert ist also gültig und die richtige Antwort ist 5 Meter. Mit welchen Gefahren muss beim Öffnen eines vom Netz getrennten Funk- oder anderen elektrisch betriebenen Gerätes gerechnet werden? A. Elektrischer Schlag durch Ladung im Netztransformator. Im Transformator bleiben keine Ladungen zurück. Die einzige Gefahr könnte sein, wenn man die Netzleitung berührt, wenn der Stecker noch in der Dose steckt. B. In der Ladedrossel eines Schaltnetzteils können Spannungen gespeichert sein, die deutlich höher sind als die angelegte Versorgungsspannung. In einer Spule wird die Energie im Magnetfeld gespeichert. Beim Abschalten kann beim Abbau des Magnetfeldes eine hohe Spannungsspitze entstehen, aber dann ist es auch vorbei. Spannungen kann man höchstens in einem Kondensator speichern. Und genau das ist auch die Gefahr. C. Elektrischer Schlag durch aufgeladene Kondensatoren im Netzteil. Und der Trugschluss ist D. Keine Gefahr, da das Gerät vorher von der Stromversorgung getrennt worden ist. Unter welchen Bedingungen darf eine Gebäudeerdungsanlage für die Antennenerdung verwendet werden? A. Für jede Antenne muss eine separate Erdungsanlage unabhängig von der Gebäudeerdungsanlage aufgebaut werden. B. Jede Gebäudeerdungsanlage kann verwendet werden. C. Die Antennenanlage darf nicht über die von der Gebäudeerdungsanlage eingeschlossene Fläche hinausragen. Oder D. Wenn die Gebäudeerdung vom Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur abgenommen wurde. Richtig ist B. Die Antennenanlage soll sogar in das Erdungssystem des Hauses eingebunden werden. Welches Material und welcher Mindestquerschnitt kann für eine Erdungsleitung zwischen einem Antennenstandrohr und einer Erdungsanlage nach VDE 0855-300 beispielsweise verwendet werden? Es ist nur Massivdraht erlaubt, keine Litze, und die Mindestquerschnitte sind 16 Quadratmillimeter bei Kupferdraht, 25 Quadratmillimeter bei Aluminium oder 50 Quadratmillimeter Stahl. Unter welchen Bedingungen darf das Standrohr einer Amateurfunkantenne auf einem Gebäude mit dem gebäudeeigenen Blitzschutzsystem verbunden werden? Wenn für die Verbindungsleitung ein Kupferleiter mit ausreichend großem Querschnitt verwendet wird, nach den geltenden Vorschriften muss das Standrohr der Amateurfunkantenne mit einem Gebäude-Blitzschutzsystem verbunden werden. Wenn eine Blitzschutzfachkraft die Verbindung des Standrohrs der Amateurfunkantenne mit dem Blitzschutzsystem im Blitzschutzkonzept vorsieht, oder nach den geltenden Vorschriften muss immer ein getrenntes Blitzschutzsystem für die Amateurfunkantenne aufgebaut werden. Richtig ist, dass man das mit einer Fachkraft für Blitzschutz besprechen muss. Welche Maßnahmen müssen zum Personenschutz bei Koaxialkabeln zur Verhinderung von Spannungsunterschieden ergriffen werden? A. Die Koaxialkabel müssen ein Schirmungsmaß von mindestens 40 Dezibel aufweisen. B. Neben der Erdung des Antennenmastes sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. C. Für alle Koaxialkabel von Antennen sind Überspannungsableiter vorzusehen. Oder D.
Die Schirme aller Koaxialkabel von Antennen müssen miteinander und mit der Haupterdungsschiene verbunden werden. Am besten kann man Potentialunterschiede vermeiden, indem man alle Kabel gemeinsam erdet. D ist also richtig. Auf welchen besonderen Sicherheitsaspekt ist speziell bei ungeerdeten Drahtantennen zu achten? Bereits durch Regen oder Hagel kann es zu elektrischen Aufladungen der Antenne kommen. Durch die fehlende Erdung und den Strombauch im Speisepunkt kann der Mittenisolator zu stark erhitzt werden und durchschmelzen. Bei Sonnenstürmen entstehen elektrische Aufladungen, die hohe Spannung erzeugen können. Oder durch die Sendeleistung entstehen hohe Spannungen gegen Erde, die eine dickere Isolierung des Antennendrahtes erfordern. Das Problem hier sind tatsächlich statische Aufladungen, die nicht gegen Erde abgeführt werden. Die kommen aber nicht von der Sonne, sondern von Niederschlägen. Was kann man dagegen tun? Am besten leitet man die Ladung gegen Erde ab. Dazu nimmt man sehr hochohmige Widerstände, damit die Funktion der Antenne möglichst nicht beeinträchtigt wird. Welche möglichen Gefahren bestehen beim Berühren von im Sendebetrieb befindlichen Antennen? Keine, da durch den Skin-Effekt ein Stromfluss durch den menschlichen Körper verhindert wird. Keine, sofern die Antenne ordnungsgemäß über ein Blitzschutzsystem mit Erde verbunden ist. Verletzungen und Verbrennungen durch hochfrequente Spannungen. Oder Stromschlag durch die Gleichspannungsversorgung der Senderendstufe, die direkt am Antennenausgang anliegt. In erster Linie kommt aus der Senderendstufe Hochfrequenz. Eine Erdung schützt nicht vor Hochfrequenz und auch der Skin-Effekt kann Verletzungen nicht verhindern. Durch die hohe Frequenz gibt es auch nicht das typische Zucken der Muskeln und man bemerkt die Auswirkungen darum oft auch erst viel später. Antwort C ist richtig, es gibt die gleichen Verletzungen wie bei einem normalen Stromschlag. Und, ihr werdet es nicht glauben, jetzt kommt die letzte Frage. Was ist aus Sicherheitsgründen besonders beim Umgang mit Mikrowellen zu beachten? A. Ein Aufenthalt im direkten Strahlengang von Senderantennen ist zu vermeiden. B. Der Duty Cycle des Senders sollte 50% nicht überschreiten. C. Zur Einhaltung des Personenschutzes muss EMV-Schutzkleidung getragen werden. Oder D. Es ist eine Kopfbedeckung aus Abschirmfolie zu tragen. Also da kommen die Aluhüte her. Nein, natürlich ist das Blödsinn. Auch EMV-Schutzkleidung ist nicht üblich. Der Duty Cycle ist das Verhältnis von Senderzeit zu Pause. Das kann nicht für Sicherheit sorgen, sondern am besten hält man sich von den Strahlen fern. So, das war jetzt ein ganz schöner Ritt durch die Prüfungsfragen der Klasse E. Etwa die Hälfte der Fragen könnte man auch als kleinen Test für diesen Kanal nehmen, denn die Grundlagen der Elektronik und Funktechnik haben wir hier in diversen Videos behandelt. Neu waren nur die Fragen, die sich detaillierter mit den speziellen Kenntnissen zum Amateurfunk beschäftigten. Auf jeden Fall waren die Fragen schon etwas anspruchsvoller als zur Klasse N. Wie bereit seid ihr für die Prüfung? Schreibt das in die Kommentare. Bis demnächst.